Und jetzt das Heute-Journal mit Hannah Zimmermann und Christian Sievers. Ihnen allen einen guten Sonntagabend. Italien schlägt Alarm und es ist eine Mischung aus tatsächlicher Notlage und politischem Signal. Die rechtsgerichtete Regierung in Rom steht gleich doppelt unter Druck. Einmal, weil am Dienstag dieser Woche so viele Migranten auf der Insel Lampedusa ankamen wie nie zuvor an einem Tag. Zum anderen, weil sie im Wahlkampf einen härteren Kurs in der Flüchtlingspolitik angekündigt hatte, die Zahlen der aus Nordafrika kommenden Menschen aber immer weiter steigen. Heute nimmt Regierungschefin Giorgia Meloni die Europäer mit in Haftung, und zwar ganz bildlich gesprochen. Sie nimmt die Kommissionspräsidentin mit nach Lampedusa, mit vor Ort. Und stellt die Frage, was hat die EU zu bieten, außer mehr oder weniger hilflosen Appellen an die europäische Solidarität. Ulf Röller mit mehr. Binnen 3 Tagen sind mehr als 8000 Menschen mit Booten nach Lampedusa geflohen. Sie haben ihr Leben riskiert, um nach Europa zu kommen. Nichts, sagen sie, wird sie aufhalten. 48 Menschen waren in dem Boot. Es hatte nur einen kleinen Motor und war nicht groß, vielleicht 8 Meter. Heute ist die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen da. Italiens Offizielle haben den Ort ein wenig aufgeräumt, um wohl chaotische Bilder zu verhindern. Von der Leyens Besuch ist der Beleg, dass Europas Migrationspolitik wieder einmal scheitert. Italien fühlt sich alleingelassen. Ich möchte noch einmal klarstellen, es geht hier nicht um eine Solidaritätsgeste Europas, sondern Europa muss Verantwortung übernehmen, weil dies nicht nur Italiens Grenze ist, sondern auch Europas. Sicherheitskräfte überwachen den Besuch im Aufnahmelager. Die EU-Kommissionspräsidentin in schwieriger Mission. Sie muss Mut machen, weiß aber, dass viele EU-Länder mit den Flüchtlingen nichts zu tun haben wollen. Ein Solidaritätsappell nicht zum ersten Mal. Wir bitten eindringlich alle EU-Staaten, freiwillig Flüchtlinge aus Italien aufzunehmen. Doch die überfüllten Auffanglager beweisen, dass die freiwillige Aufnahme in der EU nicht funktioniert. Seit Jahren streiten sie sich in Brüssel darüber. Auch jetzt wird über ein neues EU-Asylrecht verhandelt. Aber Länder wie Polen und Ungarn verweigern sich komplett. Es gibt keine europäische Solidarität. Die Einwohner in Lampedusa spüren das. Die Wut wächst. Wir haben eine Botschaft an Europa. Lampedusa kann die Zustände nicht länger aushalten. Von der Leyen muss Hilfe anbieten. Sie spricht vom Kampf gegen die Schlepper und vom schnelleren Abschieben. Dafür braucht sie die Unterstützung von Ländern wie Tunesien. Sehr viele Flüchtlinge machen sich von dort auf den Weg nach Europa. Deshalb reiste von der Leyen im Juli nach Tunesien und versprach dem Präsidenten viele 100 Millionen Euro, wenn er Migranten daran hindert, nach Europa zu fliehen. Aber bisher funktioniert das Geschäft nicht. Wir werden mit Tunesien daran arbeiten, dass der Vertrag umgesetzt wird. Wir werden deshalb die zugesagten Projekte und die Zahlungen beschleunigen. Von der Leyen verlässt die Insel und wird wohl bald wieder mit Tunesien oder anderen Ländern in Afrika sprechen, damit sie die Migranten festhalten. Dafür ist Europa bereit, viel Geld zu zahlen. Der Migrationsforscher Gerald Knaus ist bei uns. Guten Abend, Herr Knaus. Guten Abend. Sie gelten als Vordenker des EU-Türkei-Abkommens, mit dem die Zahl der Migranten über die Ägäis reduziert werden sollte. Wenn Sie jetzt den Auftritt heute von Ursula von der Leyen auf einer anderen Route, nämlich in Lampedusa, sehen, was ist Ihr Eindruck? Hat die EU einen Plan? Naja, die EU hat einen Plan, einen 10-Punkte-Plan. Das Problem ist, wenn ich alle 10-Punkte-Pläne der letzten 10 Jahre zusammennehme und die Aktionspläne und Strategiepapiere und Rückführungsabkommen, die alle nicht funktioniert haben, wahrscheinlich könnten Sie Ihr ganzes Studio damit tapezieren. Und das Ergebnis ist einsichtig und offensichtlich. Wir haben in diesem Jahr viel mehr Menschen, die irregulär aus Afrika nach Italien kommen, als in den letzten Jahren. Vielleicht überhaupt ein Rekord. Wir haben tausende Tote, auch wieder in diesem Jahr. Wir haben so wenig Rückführungen wie weniger Rückführungen als vor 5 Jahren nach Afrika. Das Dublin-System ist zusammengebrochen. Also in jeder Hinsicht und mit dem zynischen Deal in Libyen
und in Tunesien werden auch noch Menschenrechte verletzt. In jeder Hinsicht ist die Europäische Union hier bis jetzt gescheitert. Reden wir gleich darüber, was man tun müsste. Bleiben wir noch einen Moment bei dem Ist-Zustand. Wir haben da heute einen Appell gehört von Ursula von der Leyen. Wieder mal, wie Sie sagen, ein Appell an andere EU-Staaten, freiwillig Migranten aus Italien aufzunehmen. Deutschland interessanterweise hat exakt das gerade gestoppt. Die Bundesinnenministerin verspricht aber auch heute wieder Solidarität. Wie passt denn das zusammen? Die ganze Debatte um Solidarität in der Europäischen Union ist sehr verwirrend. Ich gebe Ihnen nur zwei Zahlen. Im letzten Jahr hat Italien ungefähr 86.000 Asylanträge. Österreich hatte 110.000, also mehr als Italien. Im letzten Jahr hat Italien ungefähr 26.000 Menschen Schutz gewährt. Deutschland hat 5-mal mehr Menschen Schutz gewährt als Italien. Wenn man also von einer gerechten Verteilung reden würde in Europa, dann müsste man Menschen aus Österreich und Deutschland nach Italien schicken und nicht umgekehrt. Dass Italien damit überfordert ist, auf einer winzigen Insel ein paar tausend Leute unterzubringen, ist kein Zeichen dafür, dass Italien besonders viele Asylsuchende oder Flüchtlinge im Land hat. Polen, Sie haben über die Solidarität gesprochen, hat 10-mal mehr Ukrainerinnen aufgenommen als Italien. Also die Debatte um Solidarität muss ernsthaft geführt werden, mit richtigen Zahlen und nicht nur mit Schlagworten. Da ist halt wahnsinnig viel Politik mit dabei. Giorgia Meloni, die italienische Ministerpräsidentin, macht Riesenwirbel aktuell. Und sie sagt, sie will jetzt notfalls auch ihre eigene Marine einsetzen. Und zwar sofort, um Menschen in Nordafrika vom Ablegen abzuhalten. Was würde das denn bedeuten? Das ist leider nicht erstaunlich. Sie hat immerhin eine Koalition auch mit der Partei von Matteo Salvini. Der war auch schon mal Innenminister. Der Innenminister jetzt in Italien ist von der Lega. Und die hat schon einmal 2009 mit der italienischen Marine Boote gestoppt und damals nach Libyen zurückgebracht. Andere Länder machen das weltweit, die USA in der Karibik, Australien im Indischen Ozean. Aber damals hat der Europäische Gerichtshof und der Europäische Menschenrechtsgerichtshof dies als menschenrechtswidrig und EU-rechtswidrig verurteilt. Also wenn Italien jetzt darüber nachdenkt, mit dem Militär Boote zurückzustoßen, und nach Tunesien wird das nicht gehen, die nehmen sie nicht, also vielleicht höchstens nach Libyen, dann wäre das ein Angriff auf das Fundament der europäischen Rechtsstaatlichkeit. Allerdings, Matteo Salvini wollte die EU und die Menschenrechtskonvention immer zum Einsturz bringen. So gesehen würde das passen. Aber für Europa, den Flüchtlingsschutz und die Rechtsstaatlichkeit, wäre das der schwärzeste Tag überhaupt. Herr Klaus, ich habe vorhin schon gesagt, Sie waren Vordenker für dieses Abkommen zwischen der EU und der Türkei, was aktuell auch nicht mehr so wahnsinnig gut funktioniert. Jetzt soll es ja ein weiteres Abkommen mit Tunesien geben. Aktuell gibt es eine Absichtserklärung. Trotzdem haben wir gerade gesehen, kommen gerade aus Tunesien so viele Flüchtlinge wie nie zuvor an einem Tag. Heißt das, die tunesische Regierung macht trotz des Geldversprechens eigentlich gar nichts? Sie haben das richtige Wort genannt, Versprechen. Wir haben auch mit der Türkei 6 Monate verhandelt, die Europäische Union, ohne jeden Erfolg zwischen September 2015 und März 2016. Und diese 6 Monate haben sich dadurch ausgezeichnet, dass nur Versprechen gemacht wurden, dass es keinen klaren, präzisen Plan gab, was man von der Türkei erwartet, was man ihr verspricht. Im März 2016 hat die Türkei dann ein kurzes Papier vorgelegt, sehr präzise, und dieses Papier hat dann die Situation gewendet und die Zahl der Kommenden ist auf 3% gefallen. Die Einigung mit Tunesien ist vage, lang, voller Versprechen, unkonkret und es ist überhaupt nicht klar, was Tunesien eigentlich machen sollte und es ist auch nicht klar, was die EU Tunesien wirklich verspricht. Also als Migrationsabkommen ist das nicht tauglich. Und ist das jetzt auch ein Grund dafür, warum Tunesien aktuell sagt, seht her, wir können auch anders und ihr seht, was passiert? Das Paradoxe ist ja, aufgrund oder während dieser Verhandlungen mit Tunesien hat sich die Menschenrechtslage in Tunesien drastisch verschärft. Für Menschen aus Subsahara-Afrika ist es Sie erinnern sich an die Bilder, die Menschen, die in die Wüste gebracht wurden, an die libysche Grenze, ohne Wasser, im Sommer. Die Lage hat sich verschärft und da ist ein Anreiz entstanden, für noch mehr Menschen sich in die Boote zu setzen. Also paradoxerweise ist das schlechte, undurchdachte Abkommen mit Tunesien auch ein Grund dafür, dass jetzt mehr Menschen kommen als davor. Ganz kurz noch, Herr Knaus, die Bundesregierung hat ja, was viele nicht wissen, einen Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen, Joachim Stamm von der FDP. Warum hört man von dem so wenig bis gar nichts? Also das Problem in dieser Situation ist, das muss eine Chefsache sein. Und ich hoffe, dass der deutsche Bundeskanzler
und auch der französische Präsident in New York nächste Woche hier auch Gespräche führen. Denn es geht hier wirklich um das Fundament, auf dem Europa steht, um tausende Menschenleben. Der Beauftragte Joachim Stamp ist im Innenministerium angesiedelt, aber wir brauchen hier die Kooperation aller Ministerien, Außenministerium, Sozialministerium, Kanzleramt, um Angebote zu machen an Staaten in Afrika, sichere Drittstaaten, dass sie sicher sein wollen, Transitstaaten, Herkunftsländer, um Menschen zurückzunehmen. Soviel ich weiß, hat sich der Migrationsbeauftragte vor allem derzeit um ein Abkommen mit Georgien und Moldau gekümmert. Das ist für Deutschland sehr wichtig. Das hätte man auch schon früher schließen sollen, aber der Streit in der Koalition hat das bis jetzt sehr schwierig gemacht. Also ich glaube, das ist auch eine Krise der Koalition. Es ist sicher eine Krise der Europäischen Union. Und die Ernsthaftigkeit mit Rechtsextremisten, Parteien überall in Europa, die wachsen und die natürlich von diesen Bildern profitieren, mit diesem Kontrollverlust, die Ernsthaftigkeit sehe ich immer noch nicht bei den Regierungen und auch in Deutschland, diese Probleme jetzt nicht nur mit Schlagworten, sondern mit umsetzbaren Plänen zu konfrontieren. Der Appell des Migrationsforschers an alle eigentlich, muss man sagen. Herr Knaus, ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Und damit heute Abend im Heute-Journal unser nächstes Thema. Eine Brandmauer, auch Brandwand oder Feuermauer genannt, soll durch ihre Beschaffenheit das Übergreifen von Feuer und Rauch von einem Gebäude auf ein anderes verhindern. Sie muss deshalb besonders beständig, standsicher und dick sein. Zweifel an diesen Eigenschaften darf es nicht geben. Die politische Brandmauer, die der CDU-Chef gegenüber der AfD hochgezogen hat, ist aktuell allerdings heftig in der Diskussion, nachdem die CDU in Thüringen ein Gesetz ausgerechnet mit dem AfD-Landesverband durchs Parlament gebracht hat, der aus Verfassungsschutzsicht erwiesen rechtsextrem ist. Gibt es die Mauer noch? Ist sie nur noch ein Mäuerchen? Oder steht da maximal ein Feuerlöscher in der Ecke? David Gebhardt war unterwegs im Osten Deutschlands und hat immer wieder die Frage gehört: Welche Brandmauer? Neulich im Bundestag. Friedrich Merz posiert für Gruppenfotos. Da ist sie gerade eine Sommerpause alt. Seine Ansage zur AfD. Diese Partei ist ausländerfeindlich, diese Partei ist antisemitisch. Wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun. Hinter seinem Rücken auf der anderen Seite der Scheibe sitzt in diesem Moment Mario Markowiak. Mitglied einer CDU-Gemeinderatsfraktion und hier als Teil einer sächsischen Reisegruppe auf Einladung von, ausgerechnet, AfD-Chef Tino Kruppalla. Herr Merz hat gesagt, mit diesen Leuten haben wir nichts zu tun, mit der AfD. Ist das auch Ihr Eindruck? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir reden völlig offen, wir arbeiten völlig offen zusammen. Wir haben 0 Brandmauern. Wir fahren nach Grauschwitz, Nähe Görlitz, Heimat von Kruppalla, zur nächsten Sitzung der Gemeinderäte. Wie reagieren die CDU-Kollegen auf den Besuch beim AfD-Chef? Das ist in Ordnung. Warum hat er mich eigentlich nie eingeladen? Das können wir das nächste Mal nachholen. Das ist okay. Statt Brandmauer gibt es hier das gemeinsame Bier mit dem AfD-Kollegen. Wir sehen uns auch in der Freizeit und deswegen geht es hier wirklich nur um Themen, Sachebene. Weiter in den Kreis Meißen. Teile der CDU-Basis hier denken bei Brandmauer eher an die Grünen, berufen sich dabei auf den Parteichef. Herr Merz hat die Latte sich selbst hochgehängt, indem er gesagt hat, keine Zusammenarbeit mit den Grünen. Grünen sind kein Koalitionspartner für die CDU. Sie fordern eine Minderheitsregierung in Sachsen mit wechselnden Mehrheiten, je nach Thema dann vielleicht auch mal mit der AfD. Eins ist von vornherein ausgeschlossen, dass es irgendetwas mit der AfD gibt, solange ich hier noch was zu sagen habe. Unterwegs in Thüringen. Hier ist die Lage für die CDU noch ernster. Nach dem ersten Landrat für die AfD könnte in Nordhausen bald ein AfD-Oberbürgermeister folgen. Im ersten Wahlgang 42%. Der viertplatzierte CDU-Kandidat 11. Beerdigungsstimmung. Das Schlimme ist, dass die Leute, die vielleicht harmlos daherkommen, für solche Leute wie Björn Höcke das Feld bereiten. Und das macht mir Angst. Für Björn Höcke, vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft, war das eine gute Woche. Im Thüringer Landtag brachte am Donnerstag die CDU einen Antrag zum Haushalt durch mit den Stimmen seiner AfD-Fraktion. Bundespolitischer Sprengstoff, es geht um Grundsätzliches.
Es darf auch nie auf die Stimmen der AfD ankommen, wenn es um die Mehrheit geht. Es war ein Antrag der CDU-Fraktion. So, und der hat eine Mehrheit bekommen, aber wir richten uns nicht danach, wer zustimmt, sondern wir richten uns danach, was wir in der Sache für richtig halten. Ich bilde keine Mehrheiten mit Extremisten. Und wenn ich darauf angewiesen bin, dann weiß ich in dem Augenblick, ich kann meine Hand nicht dafür heben. Zu Besuch in Kreiz, Thüringen bei der CDU-Landrätin, womöglich nach der Landtagswahl in einem Jahr dann im Landtag. Was sagt sie zum formalen Beschluss der Bundespartei, keine Zusammenarbeit mit der AfD? Dieser Beschluss ist überflüssig wie der Schmutz zu Ostern. Und Sie werden keine klare Definition für so etwas finden. Das Konrad-Adenauer-Haus sollte sich tunlichst zurückhalten, wie die ehemalige SED-Parteileitung in Berlin, die Doktrin vorzugeben, was man denken und zu fühlen und zu tun und zu lassen hat. Zurück in Berlin. Die beschworene Brandmauer wirkt eher wie der durchlässige Bauzaun neben der Parteizentrale. Die CDU orientierungslos, schon bei der Frage, was keine Zusammenarbeit mit der AfD eigentlich meint. Ja, Sie merken schon, das Thema ist nicht vorbei. Frontal beschäftigt sich eingehend damit am Dienstag, 21 Uhr wie gewohnt hier im ZDF. Und wir bleiben auch noch beim Thema und einem Appell dazu an die Politik von einem ehemaligen Staatsoberhaupt. Hanna. Ja, der ehemalige Bundespräsident Gauck hat angesichts der EU-Migrationspolitik vor einem Rechtsruck gewarnt. Bei Berlin direkt erklärte er, eine Begrenzung der Zuwanderung sei politisch geboten. Politik braucht Mehrheiten. Und wenn in 4 verschiedenen Ländern unter diesem Migrationsdruck, unter dieser Zuwanderung in einem Maß wie 2015, die Bevölkerung den Eindruck hat, die Regierenden verstehen nicht, dass wir das Bedürfnis haben nach Überschaubarkeit und Sicherheit, dann wird es zu einem weiteren Rechtsruck kommen. Bundeskanzler Scholz hat sich dafür ausgesprochen, die Tarifbindung in Deutschland zu stärken. Es brauche mehr Tarifverträge, nicht weniger, sagte er bei der Eröffnung des Verdi-Bundeskongresses in Berlin. Zudem erklärte Scholz, dass er trotz schwieriger Zeiten keinen Grund sehe, den Sozialstaat zurückzufahren. Im Gegenteil, es sei ein gutes Zeichen, dass sich die sozialstaatlichen Sicherungen in Deutschland verbessert hätten. Mehrere Bundes- und Landespolitiker haben die gewaltsamen Ausschreitungen bei einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart scharf verurteilt und klare Konsequenzen gefordert. Gestern waren mehrere hundert Gegner und Anhänger des eritreischen Regimes am Rande eines Treffens aufeinander losgegangen. Dabei wurden auch 27 Polizisten verletzt. Insgesamt 228 Personen wurden laut Polizei zeitweise festgenommen. Ihnen werde unter anderem schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, ihre Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen. Er erwarte von Deutschland mindestens das 2%-Ziel zu erreichen, sagte er der Funke Mediengruppe und fügte hinzu, im Kalten Krieg hätten die Militärausgaben Deutschlands bei 3-4% gelegen. Dies müsse heute wieder geschafft werden. Klimaaktivistinnen und Aktivisten der sogenannten letzten Generation haben das Brandenburger Tor mit Farbe besprüht. Alle 6 Säulen waren davon betroffen. Bei der Aktion seien präparierte Feuerlöscher genutzt worden, erklärte die Klimaschutzgruppe. Die Polizei nahm 14 Personen fest. Gegen diese werde wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung ermittelt. Corona. Glauben Sie mir, das Wort würde ich am liebsten nie wieder in den Mund nehmen müssen. Die Pandemie ist vorbei, aber das Virus ist nicht weg und der Herbst kommt. Die Zahlen steigen aktuell leicht und eine Reihe von sonst sehr vorsichtigen Experten ist eher optimistisch für den Winter. Dennoch fragen sich sicher manche, noch mal impfen lassen? Ab morgen soll in den Praxen ein angepasster Impfstoff verfügbar sein. Wo stehen wir also? Zeit für ganz unaufgeregte Fakten von Eva Schiller. Wenn Ärztin Claudia Künstler-C im Pflegeheim nahe Stuttgart den neuen Corona-Impfstoff anspricht, dann schlägt ihr eine Mischung aus mildem Interesse und Corona-Müdigkeit entgegen. Setzen Sie sich doch auf Ihren Stuhl. Ja. Konrad Walthardt ist 94. Nochmal impfen? Keinesfalls. Corona ist abgearbeitet, ist gut. Ja. Ihn würde ich jetzt nicht versuchen zu überzeugen, weil er das sehr überzeugend schon vertritt, dass er auf keinen Fall sich impfen lassen möchte.
Wenn es jetzt jemand wäre, der so ein bisschen zaudert und auch Sorge hat, dann würde ich auf jeden Fall eigentlich eher zu der Impfung raten. Empfohlen wird die Auffrischungsimpfung für Vorerkrankte und Menschen ab 60. Das Interesse hält sich in Grenzen. Corona hat seinen Schrecken verloren. Ja, es ploppen allerorten wieder Fälle auf. Wie viele genau, weiß keiner. Das RKI fasst mittlerweile alle Erkältungsviren zusammen. Nur etwa ein Fünftel sind Coronaviren. Und auch die neue Variante Pirola sorgt Virologen wenig. Die ersten Daten, die es aus dem Labor gibt zu dieser neuen Variante, sind, dass sie schon auch infektiöser ist als andere Varianten, aber dass die jetzt nicht so anders ist als die Varianten, die wir schon kennen. Da ist dieses Nie-wieder-Pandemie-Gefühl bei vielen, die verlorene Zeit samt Lockdown und FFP2-Maske vergessen, verdrängen. Das ist zwar verständlich, findet Medizinethikerin Alena Büchs, aber auch kurzsichtig. Uns ist das ja genommen worden, nach dieser furchtbaren Zeit der Pandemie gemeinsam aufzuarbeiten und zu heilen. Und das wäre so wichtig gewesen, gerade mit Blick auf die Jungen, die ja wirklich gelitten haben. Da gab es so eine unerwiderte Solidarität, so haben wir das genannt. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir da stärker hingucken, die Jungen stärker ins Zentrum stellen. An Deutschlands größter Kinderklinik in Stuttgart macht sich Kinderinfektiologe Friedrich Reichert um alles Mögliche Sorgen, aber nicht um Corona. Die Kontaktbeschränkungen damals führten dazu, dass die Kleinen massenweise Infekte nachholen mussten. Die Kinderkliniken am Anschlag. Jetzt gelte es vorzubeugen. Ich glaube schon, dass wir bei Kindern ein bisschen zu viel auf Corona und zu wenig auf die anderen Probleme geschaut haben. Gleichzeitig hat die Rückkehr der anderen Infekte dazu geführt, dass der Fokus jetzt auf den Kinderkliniken und auf der Versorgung von kranken Kindern liegt. Und ich würde mir wünschen, dass man da auch für die Zukunft ansetzt, indem man Kinderkliniken stärkt und über die Immunisierung nachdenkt. Gegen Grippe impfen, gegen den Atemwegsinfekt RSV immunisieren, das finden sie hier wichtig. Ja, es rollt wie jedes Jahr eine Infektwelle auf Deutschland zu, aber Corona wird nur noch ein Virus von vielen sein. So. Sportliches jetzt, der Sonntagssport mit dir, Hanna. Ja, allerdings. Bei den Tischtennis-Team-Europameisterschaften in Malmö haben die deutschen Männer Silber gewonnen. Im Finale mussten sie sich nur Gastgeber Schweden geschlagen geben mit 1:3. Noch erfolgreicher waren die deutschen Frauen. Das Trio Shiona Shan, Ying Han und Nina Mittelham verteidigte den EM-Titel im Finale gegen Rumänien mit 3:0. In der Fußball-Bundesliga gab es heute 2 Begegnungen. Der erste FC Heidenheim besiegte Werder Bremen mit 4:2 und feierte zugleich noch einen Rekord. Denn Trainer Frank Schmidt übernahm Heidenheim auf den Tag genau vor 16 Jahren und ist nun der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball. Außerdem traf Darmstadt 98 auf Borussia Mönchengladbach, Endstand 3:3. Zum Tennis. Das deutsche Davis-Cup-Team hat den Klassenerhalt beim traditionsreichen Mannschaftswettbewerb geschafft und bleibt damit in der Weltgruppe der Top-Nationen. Beim Relegationsspiel siegte die deutsche Auswahl gegen Gastgeber Bosnien-Herzegowina. Das Weltklasse-Doppel Kevin Krawitz und Tim Pütz sorgte mit seinem Sieg heute für den 3. Punkt und damit die vorzeitige Entscheidung. Die Pyramiden von Gizeh sind schon lange UNESCO-Weltkulturerbe. Die Inka-Stadt Machu Picchu auch. Das heißt, sie stehen unter dem besonderen Schutz der Weltgemeinschaft. So auch der Aachener Dom zum Beispiel. Sie sind bzw. werden häufig gerade dadurch zu absoluten Touristenmagneten. Seit heute hat die Welt 2 neue Welterbestätten, und zwar die Ruinen der antiken Stadt Jericho in den palästinensischen Autonomiegebieten im Westjordanland. Die Menschen dort sagen stolz, wir leben in der ältesten Stadt der Welt. Stolz können sie auch in Erfurt sein. Deutschland war dieses Jahr nur mit einer einzigen Bewerbung im Rennen, aber die hat es geschafft und sie hat es verdient. Daniela Sonntag. Adopted. Jubel, auf den die Erfurter 15 Jahre lang hingearbeitet haben. Heute nun die Entscheidung in Riad. Die jüdischen Stätten in Erfurt sind Welterbe. Wir sind jetzt auf einer Ebene, in einer Liga mit den Pyramiden in Ägypten, mit der chinesischen Mauer, mit Machu Picchu. Das ist schon was Besonderes. Juden, die in letzter Zeit ja nach Thüringen gekommen sind, die spüren, Erfurt hat jüdisches Leben und nicht nur heute wieder, sondern immer schon gehabt.
Mitten in der Stadt, mitten im Leben. Das jüdische Erbe Erfurts, eine der ältesten Synagogen Europas, Teile davon 1000 Jahre alt. Sie war Lagerhalle und Tanzhaus und hat so die Jahrhunderte und den Naziterror überstanden. Heute ist sie Museum. Zu sehen unter anderem der Erfurter Schatz, Gold, Silber und das Prunkstück, der Hochzeitsring. Und dass hier eben eine Synagoge mit den ältesten Teilen aus dem 11. Jahrhundert heute noch steht, bis zur Dachkante aus mittelalterlicher Substanz besteht, heute benutzbar ist, das ist wirklich außergewöhnlich. Erst ein Abriss von Nachbarhäusern legte Ende der 90er das alte jüdische Erbe wieder frei. Die Mikwe, das jüdische rituelle Bad, sogar erst 2007 gefunden. Das steinerne Haus wird noch saniert. All das ein Welterbe, das lange schlummerte. Während es in Erfurt den einzigen Synagogenneubau zu DDR-Zeiten gab und bis heute eine jüdische Gemeinde. Radio Shalom, eine Sendung über jüdisches Leben in einer... Lutz Balzer ist seit Jahren beim Bürgerradio aktiv, versucht jüdisches Leben zu erklären und am Leben zu halten. Einerseits schockiert mich manchmal, wie wenig die Leute überhaupt wissen über jüdisches Leben. Andererseits freut es mich, wenn gerade junge Leute, wenn ich mit denen über das Thema ins Gespräch komme. Und deswegen gebe ich auch die Hoffnung nicht auf, dass da vielleicht auch mal wieder mehr Interesse entsteht. Das Welterbe für ihn eine Chance, seine Kultur wieder sichtbarer zu machen. Und nach den Schumstätten von Speyer, Worms und Mainz ist Erfurt nun das zweite jüdische Welterbe in Deutschland. Und das ist auch etwas, was in die Zukunft weist. Das bedeutet Zusammenhalt, das bedeutet, sich unserer Geschichte bewusst zu sein. Und das bedeutet auch eine große Vermittlungsaufgabe für die Welterbestätten. So soll auch ein Infozentrum entstehen. Erfurt hofft auf Besucher aus aller Welt, aber heute erst mal feiern. Zu Recht. Und jetzt wie traditionell am Sonntag der Blick auf das, was vor uns liegt. Der Heute-Journal Ausblick von Kamran Safiarian. Vor dem Bonner Landgericht muss sich ab Montag der frühere Chef der Warburg Bank Christian Olearius im Cum-Ex-Skandal verantworten. Olearius wird besonders schwere Steuerhinterziehung in 14 Fällen vorgeworfen. Brisant, auch der Name des früheren Hamburger Bürgermeisters und heutigen Kanzlers Scholz taucht in der Anklage auf. Ab Dienstag werden in New York mehr als 140 Staats- und Regierungschefs zur UN-Generaldebatte erwartet. Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs wird Präsident Selenskyj persönlich anwesend sein. Bundeskanzler Olaf Scholz wird seine Rede in der Nacht zum Mittwoch halten. Ab Mittwoch wird das britische Königspaar Frankreich besuchen. Auf dem Reiseplan von Charles III. Und seiner Frau Camilla ein Staatsbankett auf Schloss Versailles, eine Rede vor dem französischen Parlament und eine Visite in Bordeaux. Dort besucht das Paar ein Bio-Weingut. Am Samstag wird die CSU auf ihrem Parteitag in München einen neuen Vorstand wählen. Parteichef Markus Söder und die CSU wollen vor der Bayernwahl Geschlossenheit demonstrieren, auch nach den Querelen in der Aiwanger-Affäre um ein antisemitisches Flugblatt. Fehlt noch ein weiterer Ausblick, und zwar auf die Wetteraussichten. Morgen gibt es im Westen und in der Mitte Schauer und Gewitter. Im Osten bleibt es bis zum Abend meist trocken. Die Temperatur erreicht 22 Grad an der Nordsee und 30 Grad im Spreewald. Der Dienstag wird mit 17 bis 24 Grad deutlich kühler und vor allem im Nordwesten und im Südosten wechselhaft. Ab Mittwoch wird es wieder wärmer und größtenteils auch freundlich. Sehr schön. Ich habe hier schon so ein bisschen aufgeräumt, denn wir zwei sagen im Namen des gesamten Teams, auch der Kolleginnen und Kollegen hinter den Kameras, Dankeschön für Ihr Interesse. Und ab morgen freuen sich hier Dunja Hayali und Gundula Gause auf Sie. Und die nächsten Nachrichten gibt es hier gegen 0:25 Uhr mit Christopher Wehrmann. Ihnen allen einen angenehmen Abend. Tschüss.